2014, meine Damen und Herren, war ein historisches Jahr für den Eurovision Song Contest, weil sie hat den ganzen Contest, ich will mal sagen, nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern hat ihn auch noch gewonnen. Conchita ist da. Herzlich willkommen. Hey! Meine Damen und Herren, ich gestehe, ich war so nie so der ganz große Eurovision Song Contest Fan. Und dann war aber umgeben von Freunden, die das immer geguckt haben. Und ich war ein bisschen zögerlich und so. Und 2014 war für mich ein Wendepunkt, weil da trat eine Künstlerin auf. Und ich verbinde mit der vor allen Dingen Courage und natürlich wahnsinniges Talent. Und das Schöne ist, dass diese Künstlerin heute zum wiederholten Mal bei uns ist. Und wir freuen uns auf Conchita. Conchita, wir haben ja vorhin mit Axel Prahl ein bisschen über Mut gesprochen. Wenn ich dich heute hier sehe, und wir sehen uns naturgemäß dazwischen nicht, wir sehen uns also in Abständen, dann sitzt eine Künstlerin vor mir, die ist entspannt, die ist heiter, die ist gelassen, das ist zumindest mein oberflächlicher Eindruck. Aber wie viel Mut hat es damals gekostet, ein Mann als Frau gewandet mit Bart auf eine Bühne zu gehen und diese atemberaubende Vorstellung zu geben? Wie viel Mut bedurfte es? Also ich finde, per se würde ich das Wort Mut gar nicht verwenden, denn darüber haben wir schon gesprochen. Wenn man mutig ist, dann hat das meistens mit Situationen zu tun, in denen man lieber nicht wäre. Aber ich wollte ja dort sein und die Tatsache, dass ich diese Figur erfunden habe und damit auf der Bühne stehe, hat auch nichts mit Mut zu tun, denn meinen ersten Rock hat mir meine Großmutter gekauft, um damit in den Kindergarten zu gehen. Und deswegen war das für mich nie was Außergewöhnliches. Also natürlich die Menschen rundherum haben es außergewöhnlich gefunden, ich nicht. Ich fand das ganz klar, denn es war ein Frühlingstag und ich wollte einen Rock anziehen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich mutig war. Ich war wahnsinnig nervös, natürlich. Aber das gehört auch dazu, wenn man auf der Bühne ist. Da muss irgendeine Art von Kick muss man da verspüren. Und das habe ich definitiv gehabt. Ich bin auch in diesen Wettbewerb gegangen und habe im Vorfeld gedacht, ich hole das Maximum raus. Ich werde mich der Welt vorstellen, denn Weltpresse ist bei diesem Event eben zugegen und habe nie im Ansatz daran geglaubt oder gedacht, dass ich gewinnen könnte. Denn ich bin eine Drag Queen, ich komme aus Österreich, es interessiert niemanden in der Eurovision-Landschaft. Und war aber nichtsdestotrotz fokussiert und auf meine 3 Minuten bedacht. Und wie soll ich sagen, ich war wie in einem Film. Ich wusste, das ist der wichtigste Moment und ich wusste, was ich noch zu tun hatte. Ich habe das alles sehr professionell gesehen. Und deswegen hat das, glaube ich, mit Mut nicht wirklich was zu tun. Und dieser Film, der ein großes Happy End hatte, da schauen wir uns noch mal einen Ausschnitt aus an. Laura Bontorra ist, glaube ich, ein großer ESC-Fan. Ja, nicht groß, aber ich gucke schon jedes Jahr. Wie guckst du? Betreutes Gucken, ne? Betreutes Gucken. Mit Ja, vielen? betreutes Gucken, ja. Macht man nicht allein, ne? Mit Twitter. Betreutes Gucken mit Twitter. Nee, schon mit Freunden, aber heutzutage online, wir haben darüber gesprochen. Ich gucke schon auch viel, was so die User schreiben. Und das ist ja gerade beim ESC, hat eine riesen Online-Community. Also da geht dann im Netz richtig was ab. Und ich finde das schon immer sehr spannend. Also Sind Sie mit dem ESC aufgewachsen? Ja, das war so eine der Gelegenheiten, wo wir dann, der Fernseher stand bei uns zu Hause im Schlafzimmer. Und dann durften wir alle zu Mama und Papa ins Bett. Und dann ich habe noch 2 Brüder, und dann haben wir alle mal einen ESC geguckt. Das hieß ja damals noch anders. Und haben aber in erster Linie geguckt, was die alle anhaben. Was die gesungen haben, war nicht so wichtig. Ja. Aber es war gemütlich. Da gab es immer schon viel zu gucken. Ja. Barbara, ja. du moderierst nicht Trump.
Aber du moderierst am 9. Februar in der ARD, wie ich höre, du reist für uns nach Kiew. Nein, Nein. das hast du falsch gehört. Das machst du nicht, aber du bleibst hier, aber in Kiew findet das statt. Nein. So, auch nicht. Also Barbara moderiert Roberto auf ist jeden zwar Fall. schon knietief Barbara, eingetaucht in die Materie, aber so du ganz... moderierst aber auf jeden Fall die Sendung, wo 5 Kandidaten... Richtig! Ja. So, aber da muss ich ja dann erstmal entscheiden, wer nach Kiew fährt. Ach, das steht noch gar nicht Ach, fest. Robertus, Ach jetzt so. tu doch mal zurück. Jetzt kommt er. Verstehe. Am 9. Erzähl. Februar, meine Damen und Genau. Herren, werden wir hier in Deutschland bei der Sendung Unser Song überhaupt erstmal entscheiden, wer denn überhaupt nach Kiew fährt. Wir können doch einfach Conchita schicken. Das macht die Sache Ja, einfacher. das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Aber wir werden einen tollen Kandidaten aussuchen. Wir haben 5 tolle Also zur ich Wahl, nicht. oder? Ich Ja, du nicht. bist nicht dabei. Nein, du Ich bist bin dabei, Ja. aber nicht in genau, der Jury so, sozusagen. richtig. Aber unsere Zuschauer dürfen natürlich anrufen und Ja. entscheiden. Kannst du schon mal ein bisschen was verraten? Also du hast ja schon mal ein bisschen reingehört. Meine Güte, ich habe reingehört, aber nicht so deutlich und aufmerksam, dass ich mir hier jetzt ein Urteil bilden Das könnte. sollst du ja auch noch gar nicht. Du sollst ja auch niemanden Eben. beeinflussen. Ich freue mich aber schon sehr auf die Show, denn ich bin am Ende des Tages immer noch ein Riesenfan von diesem Gesangswettbewerb. Und deswegen, ja, es wie ist soll ich wirklich sagen, wenn ich dann Talente höre, dann sitze ich auch zu Hause und denke mir, ja, genau. also, man hat eine Meinung. Ja, und du weißt, wie es ihnen geht. Du, Ja, weißt, du ich kannst weiß, dich wie in es diese ihnen Rolle geht. reinversetzen, Ja. in diese Geschichte. Das ist überhaupt das Tolle, finde ich, dass man, wenn man Ja. auf der Bühne steht, dass du niemals dich über jemanden auf einer Bühne eigentlich lustig machen kannst oder willst oder würdest, weil du so sehr das anerkennst, dass sich da Menschen hinstellen, die das ja nicht gewohnt sind, auf einer großen Bühne zu stehen und dann einfach 3 Minuten lang das durchstehen. Das alleine. Text nicht vergessen, Melodie nicht vergessen. Das Beziehungsweise ist Wahnsinn. finde ich, es gibt natürlich Künstler, die beim Song Contest waren, die schon große Bühnen bespielt haben. Aber es gucken 200 Millionen Menschen zu. Und dieses Publikum hat man sonst nie auf der Welt. Und das ist schon wirklich eine überragende Situation, in der man sich da befindet. Und deswegen, ja, würde ich mich nie über irgendjemanden lustig machen, der irgendetwas auf der Bühne darbietet. Ja. Jetzt, wenn du heute auftrittst, es hat sich viel verändert seit 2014, bist du immer noch das kleine Mädchen, das sagt, ich möchte einfach nur im Rock auf der Bühne stehen und schön geschminkt sein? Oder hat dein Auftreten inzwischen auch eine andere Dimension bekommen? Es hat definitiv auch eine andere Dimension. Ich glaube schon, wenn wir schon mal damit anfangen. Früher war ich sehr darauf bedacht, dass man mich mit Sie anspricht, nicht in der Höflichkeitsform, sondern denn ich habe gesagt, ich bin eine Drag Queen und ich möchte mit Respekt behandelt werden. Und wenn meine Entscheidung es ist, in der Öffentlichkeit eine Frau zu sein, dann möchte ich auch so betitelt werden. Mittlerweile, mir wird sehr schnell langweilig und mein Leben besteht ausschließlich aus Veränderung und mittlerweile sehe ich das auch nicht mehr so eng. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass diese Kunstfigur für mich 2014 den absoluten Zenit erreicht hat und ich finde, dass ich eigentlich mit ihr, so wie ich jetzt hier sitze, alles erreicht habe, was ich erreichen konnte. Und momentan, und das sieht man auch ein bisschen, ich trage weniger Make-up, es ist alles ein bisschen androgyner etc. Das ist eine Veränderung, die sich irgendwie eingestellt hatte, weil ich mich am Ende des Tages einfach weiterentwickle. Deswegen, nein, bin ich nicht mehr diese Person, die wahrscheinlich vor 2 Jahren hier saß. Aber hältst du es für unwahrscheinlich, dass du vielleicht irgendwann gar kein Make-up mehr hast? Also, Nein, das hatte ich gar nicht für oder? unwahrscheinlich. Also das könnte alles passieren. Das kann alles passieren. Jetzt sag mal auch mal Ich weiß ehrlich, nicht, das was ist mir ja auch einfällt. wahnsinnig viel Arbeit, diese Haare immer und die ganze Schminke und alles, oder? Also das ist ja auch wahnsinnig schön, wenn man es mal nicht hat. Naja, Barbara, die Haare sind ja gemacht, bevor ich sie aufsetze. Du bist nie dabei, wenn deine Da bin Frisuren ich nicht entstehen, dabei. meinst du? Ja. Von daher ist das mal nicht das Problem. Aber ich habe es auch wirklich sehr genossen, mich in dieser Art Kleider zu zwängen und in denen man wirklich nicht atmen kann und Schuhe zu tragen, die 13 Zentimeter Absätze haben. Wirst du auch immer gefragt, sag mal, ist das nicht wahnsinnig unbequem? Natürlich Sagen ist die es wahnsinnig ja, unbequem. natürlich sagen die Leute immer als allererstes. Sag ich, Der Sitzschuh. selbstverständlich ist es die Der Hölle. Sitzschuh. Was, ja, aber es Der ist völlig Sitzschuh. wurscht, das sind nicht die Kriterien, nach denen Aber was man ich sich ganz und ein spannend finde, Kleid Conchita, auswählt. würdest du so weit gehen? Ich meine, David Bowie war ein Mann, der sich immer wieder in jedem Jahrzehnt neu entworfen hat. Würdest du so weit gehen, dass du auch mal auf den Namen Conchita Ja. verzichtest? Also Ja. eine gänzlich neue... Ja, ja, weil ich, wenn man stehen bleibt, hat man verloren. Und ich kann doch gar nicht mehr dasselbe, also natürlich im Großen und Ganzen bin ich schon immer noch der gleiche Mensch, aber ich habe so viel erleben dürfen in diesen 2 Jahren. Ich habe so viele Künstler kennengelernt. Schon allein mein Musikgeschmack von My Heart Will Go On bis hin zu diversesten absurden Avantgarde-Stücken, die ich liebe.
ich kann gar nicht anders. Ich muss mich weiterentwickeln und irgendwann passt der Name einfach auch nicht mehr und dann lasse ich mir was Neues einfallen. Das finde ich toll. Wirklich, auch deshalb, dafür braucht man nämlich auch Mut. Dass man sagt, ich fange was Neues an. Weil das ist nämlich eigentlich das, was am mutigsten ist. So, ich habe ein super Spiel für euch. Bitte sehr, bitte mal weitergeben an Herrn Prahl. Das ist für Laura, das ist für dich und das ist für mich. Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel, Ja. das uns immer sehr erfreut. Und dieses Spiel heißt Noch niemals habe ich. Ach, ich liebe es. Ja. Noch Noch niemals habe ich. Und ihr werdet dann immer, ich werde ein Statement vorlesen und ihr haltet dann das nach vorne und vielleicht erzählen wir dazu eine Geschichte. Noch niemals bin ich in einem Konzert eingeschlafen. Du bist noch niemals in einem Konzert eingeschlafen? Nö. Was, echt? Ja, entweder ich gehe vorher raus, Ja? aber Okay. mitten im Konzert einschlafen. Ich bin durch die ganzen Rolling Stones durchgepennt. Ja, oder? Es gibt Nee, Ja, es klingt ja auch alles ein bisschen durch gleich. die Rolling Stones, Ja, aber durch es war schon vor langer Zeit, aber das ganze Konzert, das ich aufsagt, war es vorbei. Ursache war Drogen oder? Einfach, Die Vorbands waren so langweilig. das finde ich auch toll. Da können sich übrigens die Rolling Stones auch noch dran erinnern. Haben sie mir letztens erzählt. Da war mal einer, Da der war hat das der- ganze Konzert ja, über gepennt. alles verpennt. Ja. Noch niemals habe ich auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens gesessen. Ach, Oh. Herr Wonton. Bontower. Warum? Alkohol im Spiel. Ja, ein bisschen. Ja. Ich habe, Na, kann ich viel erzählen, da gab es noch 0,8 Promille Grenze, habe ich 3 Glas Wein getrunken, bin Auto gefahren, angehalten worden, erst einmal normal gepustet und dann hatte ich da 0,75. 0,8 war erlaubt, wollten die mir wohl nicht glauben, haben sie gesagt, wir fahren aufs Revier, bitte hinten rein in die grüne Minna, war noch grün damals. Und dann wirklich immer hinten am Kopf noch hier so reingedrückt ins Nein, Auto. das ist aber nicht schön. Wirklich, aber war so. Und hatte dann eine halbe Stunde später nicht 0,75 bei der Blutprobe dann auf dem Ja. Polizeirevier, sondern 0,74. Super. Gut davon gekommen. Ja. War alles in Ordnung. Ging Und alles in das, die richtige dann Richtung. waren sie fair. Das war richtig super. Dann habe ich zum Auto zurückgefahren und haben gesagt, Echt? Sie sollten, gut, war in Bremen, da habe ich ein Heimspiel, ne? Also das geht dann ganz gut. Dann haben sie gesagt, Sie sollten trotzdem nicht Auto fahren. Wir machen einen Vorschlag. Wir fahren Sie jetzt nach Hause, setzen Sie sich vorne hin. Der Kollege, der sonst vorne auf dem Beifahrersitz sitzt, fährt Ihr Auto zu sich nach Hause. Ja. Siehst du? Das war in Ordnung, oder? Nächste Frage. Noch niemals hatte ich was mit meinem Lehrer oder Lehrerin. Conchita. So, noch niemals habe ich jemanden geküsst und es danach bereut. Boah, das ist jetzt aber dreimal ums Eck gedacht. Noch niemals habe ich jemanden geküsst Barbara, und lass es das danach bereut. Schild unten. Nee. Nö. Noch niemals, oder? Nee. Ich enthalte mich der Stimme. Okay, gut. Noch niemals bin ich mit einer Luftmatratze abgetrieben. Inwiefern? Das verstehe ich auch nicht. Mit der Luftmatratze aufs Meer rausgetrieben worden. Aufgetrieben. Jetzt nicht vor Bist du mal abgetrieben? Ja, Helgoland. Ne? ich wurde abgetrieben. Wohin? Jetzt ist es raus. Mein Gott, hier kommt aber wirklich alles zur Sprache heute Abend. Was ist Ich bin passiert? auf der Erzähl. Luftmatratze eingenickt in Neustadt in Holstein, wo ich aufgewachsen bin, war in der Badeanstalt und bin tatsächlich rausgetrieben und zwar richtig aufs offene Meer und bin auch erst wieder aufgewacht, weil die Luftmatratze Luft Oh verlor Gott, wie schrecklich. und die Menschen waren nur noch so klein und ich habe es dann wirklich mit letzter Kraft noch geschafft irgendwie so und ja. Das war sehr aufregend. Noch niemals war ich an einem Nacktbadestrand. Ja, oder? Das ist normal, oder? Ja. Also gerade wenn man Verwandtschaft damals in der DDR gehabt hatte, da gehörte FKK ja wirklich zum Kulturprogramm. Genau, da ist man schon, war man schon Ist nackt man- eigentlich, wenn man da aus dem Auto ausgestiegen So ist es ja. In Chemnitz irgendwo. Ich weiß nicht, wo du da warst. Ja, 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 ja. Noch niemals habe ich einen Superstar auf den Mund geküsst. Nicht nur einen. Definiere Superstar. Ja, also. Fängt bei Axel Prahl an. Nee, dann, Bei Karianne auch. nein, habe ich nicht. Nein, noch Uwe niemals Seeler. habe ich. Uwe Niemals. Haben Seeler. wir alle noch nie mit einem Superstar geküsst? Conchita hat doch. Conchita. Doch, hast du mit einem Superstar? Also ich denke, es waren zwei. Namen bitte, Namen, Conchita. Mit Ricky Martin und Elton John. Das ist ein Dreier. Ich bin verrückt. Mit Ricky Martin und Elton John. Ja, also geküsst ist natürlich viel zu viel. Ja, aber da sieht man es ja, Ja, gerade. Aber das ist schon, also Elton John geht aber ganz schön ran, hier, Ja. muss man sagen. Der denkt sich jetzt oder nie. Mit oder ohne Zunge? Genau.
Und schade, dass du den Hut auf hast und er die Brille, sonst wärt ihr noch ein Stückchen näher aneinander rangekommen. Ja, es war eine sehr absurde Situation, denn ich durfte den Sir eben kennenlernen und ich war in diesem Meet-and-Greet-Raum mit vielen anderen Menschen, die dieses Konzert besucht haben. Und wir haben alle gewartet und dachten, lang kann es jetzt nicht mehr dauern, denn uns wurde gesagt, um pünktlich 7:30 fängt er an und um 9 ist er wieder zu Hause. Und die Tür geht auf und eine Frau kommt raus und wir alle schon erwartungsvoll. Und die Dame meinte dann, Conchita, can you please come with me? Und alle Blicke Auf dich. Ja. voller Zorn. Und verständlicherweise, die hatten alle ihre CDs und Posters und was weiß ich. Und dann gehe ich eben da nach hinten und warte da verloren. Die Band kommt und ich unterhalte mich mit denen. Und dann kommt Elton John auf mich zu. Mit ausgebreiteten Armen, umarmt mich und begrüßt mich, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Und wir reden und machen währenddessen Fotos und er fragt mich, wie es mir geht. Und ich sage so, mir geht's großartig, mein Kalender ist voll, also ich habe wirklich nichts zu jammern. Und kennt ihr das Gefühl, wenn man merkt, ab einem gewissen Abstand wird es keine Wange-zu-Wange-Situation mehr? Ja, Und das hatte ich bei ihm. Nimmt mein Gesicht und ich dachte mir, okay, ich drehe mal kurz und das ging aber nicht. Und dann hat er mich auf den Mund geküsst und ich war für den Rest des Abends auf Wolke 7. Okay, und glücklicherweise hat auch noch ein Fotograf Ja. festgehalten. Also, und wir konnten mit dir darüber reden, wie schön. Ach, wir haben noch so viel zu besprechen. Wann sehen wir zwei uns denn wieder? In meinen Gedanken sehen wir uns eigentlich täglich. Denn eigentlich bist du meine beste Freundin und ich weiß, in der Öffentlichkeit gibst du das nicht zu. Aber Wir haben einen WhatsApp-Gruppenchat. Barbara, Helene und ich. das wäre toll. Das wäre toll. Aber, ja. Das wäre toll. Bist du in der Jury? Ich bin nicht in der Jury, aber ich darf kurz ein bisschen was singen in der Song Contest. Ganz genau. Vorentscheid. Und darauf freuen wir uns ganz besonders. Am 9. Februar, also ist unser nächstes Treffen. Und das ist ja erst die Da werden wir Vorentscheidung. uns sehen. Ja, das hast du völlig richtig erkannt. Jetzt habe ich es auch begriffen. Und ja. da wirst du singen, und zwar noch mit anderen, die auch schon mal mit dem, sehr viel mit dem Eurovision Song Contest zu tun hatten. Wir dürfen wir noch nicht Ja, wir verraten verraten. gar nichts, gar Das muss man sich dann schon selber anschauen, 2015 in der ARD. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Es ist uns eine große Ehre. Ja. Conchita aus Österreich. Naja, aber es ist auch so, ich finde, man darf eine bestimmte Grenze auch nie unter- oder überschreiten, weil wenn alles, was mal gesagt ist, steht dann auch im Raum und das ist nie wieder wegzugeben. Conchita nickt gerade, während du das sagst. Können Sie sich gut streiten, also schön streiten? Also schön bist du, wenn Naja, du schön streitest, im bist Sinne, du sicher schön. im Sinne von Wim Wenders. Also, dass man sagt, man behält. Ich muss sagen, ein Streit, ein tatsächlicher Streit entsteht ja auch nur dann, wenn man jemanden gern hat. Denn wenn ich jemanden nicht kenne, dann Ja. fällt er für mich unter die Grenze der Belanglosigkeit und dann streite ich mich nicht. Wenn ich jemanden mag und es gibt Grund dazu, Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren, dann bin ich sehr emotional. Habe aber natürlich auch meine Grenzen im Blick, denn das wünsche ich mir ja auch von der gegenüberstehenden, sitzenden, liegenden Person. Aber ich bin Liegen streiten, das ist gut. ja, Das hilft. Ja. das erspart auch Zeit. Genau. Denn Ich wenn habe meine Frau sauer wird, mal mit wirklich. jemandem in einer Beziehung immer in Englisch gestritten. Das ist viel einfacher. Und zwar Auch war Witze machen ja, geht viel ja besser. genau, also wir haben hast du so eine 18 Serie, Version, einen ne? Film deiner Jugend? Habe ich auch gesehen übrigens. Was hast du gesehen? ich habe ihn auch gesehen, aber die Männerversion davon. Ich war immer von Disney-Filmen verzaubert. Also das ist in Wahrheit. Pocahontas. Nee, es war Ariel. Die hat mir auch das Singen gelernt. Das sage ich immer noch. Ja. Das ist Ari, es ist ja Das ist lustig, Ariel. dass die da. Ja, und ist das, aber ist das eine die Superman? Nein. Eine Latina-Version, denn die hat einen ziemlich Und ist präsenten... ach nee, das ist ja nur so. Nee, das ist was anderes. Ja, und das hat mich immer inspiriert. Und ich denke, da habe ich auch gewusst, ja, auch mein Leben ist ein Musical. Als ich Ariel gesehen habe. Und ab diesem Tag habe ich nichts anderes mehr gesungen. Und meine Mama kennt, denke ich, auch die Texte auswendig, obwohl sie das nie vorhatte. Aber ja, das hat so meine Kindheit geprägt. Okay, Frau kann Kramer, ich gut nachvollziehen. gab es eine Serie, die Ihre Kindheit geprägt hat? Also ich habe als Kind überhaupt nicht Fernsehen geguckt, weil ich das so langweilig Ursprünglich es sei Ein das großartiger Lieblingslied Song von übrigens. Axel, aber wir hören mal rein, es ist doch nicht Axels Lieblingslied.
Conchita. Okay, das wollen wir gar nicht weiterspielen. Und nochmal das Letzte, da hören wir nochmal rein. Achso, ich darf jetzt sagen. Wer erkennt? Also warum schmalzt du denn nicht? Nein. Wieso? Das Hungry Heart von Bruce Springsteen? Findest du schmalzig? Das finde ich das Schmalzigste. Ah, nee, das ist doch nicht Schmalz. Aber die Österreicher, also es ist ja nicht eine österreichische Mentalitätsfrage, dass man vielleicht über Dinge etwas bedächtiger nachdenkt, oder, Conchita? Ich halte mich auch für sehr bedächtig. Ja. Und manchmal dauern meine Antworten so lange, dass sie niemand mehr interessieren. Aber du redest damit Mir war schnell. das jetzt schon zu schnell. Aber eigentlich muss es Kaya beurteilen Kaya. können, weil Kaya ist ja mit einer Schweizerin liiert. Und die singt doch langsamer, oder? Nein, das ist ein Sag Klischee. immer, if you've got a jack, I've got a talent. Ja, naja, das ist. Ja, if you got a check, I got a talent. Das kommt irgendwie, wie soll ich sagen, ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich diesen Song Contest gewonnen habe. Und da hat sich wirklich viel verändert, auch in der Art und Weise, wie ich arbeiten darf und wie meine Jobs aussehen. Und das war früher natürlich anders. Und wenn man da weil wir gerade auch das Wort Künstlergarderobe gehört haben, die sehr oft nicht vorhanden ist. Und wenn man das eben kennt, dieses Tourleben und von Club zu Club und hin und her und manchmal fällt eben dann die Moderatöse aus und dann habe ich das gemacht oder dann war der Sänger nicht da, dann habe ich gesungen und deswegen kam das irgendwie dann. If you got a check, I got a talent. Ja, ja, klar. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich Man ist denke, ja auch Dienstleister irgendwie. Ja, und mich interessiert einfach auch sehr viel. Also ich würde nie etwas machen, was ich nicht kann und wo ich mich nicht wohlfühle. Aber ich will zum einen zumindest fast alles ausprobieren. Von daher relativiert sich fast das, was ich vorher gesagt habe. Die Figur, Aber, die, ja. Entschuldigung. Kannst du nachvollziehen. Die Figur, die Axel da spielt, ist durch und durch hinterhältig und listig. Und Sie auch, bleibt auch keine Ratte. und auch feige. Nein, Also ich werde mich